Warum essen wir Tiere und wann hat das Ganze angefangen? Das frage ich mich oft und dazu habe ich jetzt eine Folge gemacht. Von den Millionen von Tierarten auf dieser Welt essen wir nur wenige. Und auch welche wir essen, ist total kulturabhängig. Zum Beispiel in Indien ist die Kuh heilig, da wird die Kuh nicht angefasst, dafür werden Hühner gegessen. Bei uns hier wird gerne Rind, Schwein und Hühner gegessen. In anderen Kulturen Schwein überhaupt nicht. Und bei uns könnten wir uns dafür überhaupt nicht vorstellen, Hunde und Katzen zu essen. Also wie ihr seht, es ist mega unterschiedlich, aber auch sehr spannend, wie das kommt. Warum ist es so, dass etwas für uns total abstoßend ist und etwas anderes dann wieder akzeptabel, halal, koscher, gut verträglich? Und dies hängt viel mehr mit unserem kulturellen System zusammen, als wir oft denken. Eigentlich wissen wir ja, dass unsere Nutztiere fühlende Wesen sind, dass sie genauso intelligent und emotional feinfühlig sind wie unsere Haustiere. Und dennoch schlachten und essen wir sie. Wenn ganz viele Menschen etwas machen, dann wird es einfach zur Norm, dann hat man sich dran gewohnt. Und wenn tierische Produkte dann auch noch so künstlich gemacht werden, wie Würstchen oder Schnitzel, dann ist es schon sehr weit von uns entfernt, die Tatsache, dass es hier sich mal um ein Tier mit Gefühle gehandelt hat. Ja, und ich habe mich gefragt, woher kommt es eigentlich, dass wir unsere Bedürfnisse, die über das Bedürfnis der Tiere stellen? Und wenn wir sagen, etwas ist kulturgeprägt, dann ist es auch immer, hat es einen Zusammenhang mit den Geschichten, die uns erzählt wurden. Was für Geschichten wurden unseren Vorfahren erzählt? Und hier ist sicher eine sehr prägende Geschichte, die aus der Bibel, nämlich die Geschichte von Adam und Eva. Die ist nämlich fundiert im Koran, in der Tora und in der Bibel, was ich mega interessant finde, dass eine Geschichte uns alle eigentlich geprägt hat. Und das Spannende ist, dass Adam und Eva im Paradies vegan gelebt hatten. Und dass dieses vegane Prinzip dann plötzlich nicht mehr aufgegangen ist. Und ich fand es interessant, an welchem Punkt die Menschheit dann nach dieser Geschichte, die da erzählt wurde, gekippt ist. Und zwar ab dem Moment von der Arche Noah. Die Arche Noah war ja da und konnte sich retten vor der Sintflut und hat von allen Tieren immer ein Männlein und ein Weiblein mitgenommen und hatte die ganzen Pflanzen dabei. Und die Sintflut dauerte leider Gottes, so lange, dass das Grünzeug ausgegangen ist und die Besatzung fing an zu hungern. Und da soll Gott dann Noah gesagt haben, alles, was lebt und kreucht, soll eure Speise sein, genauso wie das Grünzeug, was ich euch zur Verfügung gestellt habe. Das heißt, es war also eigentlich eine Notlösung, dass jetzt die Besatzung der Arche Noah plötzlich Tiere essen durften. Und blöderweise wurde das dann so weitergeführt. Und es wurde normal, Tiere zu essen. Dann später steht noch in den Schriften geschrieben, dass im Paradies dann wieder kein Blutvergießen stattfinden soll, wenn der Mensch sich ernähren wird. Also im Paradies in der Himmelsform. Ich fand das irgendwie mega spannend, weil die Tatsache, dass irgendwann Fleisch gegessen werden durfte, das immer mit einem Notfall in Verbindung gesetzt wurde, also mit einem Hungern. Und dass sich dann die Menschheit das gönnen durfte, um nicht auszusterben. Heute ist es ja komplett anders. Wir leben in einem riesigen Überfluss und so eine alte Geschichte ist einfach nicht mehr tragbar. Warum sollten wir heute Felder benutzen oder Urwälder roden, um das Essen für unsere Nutztiere darauf bauen zu können? Und also es geht einfach irgendwie nicht mehr auf in meinem Kopf. Warum sollte das gut sein? Und dann frage ich mich, könnten wir nicht dieses Zukunftsparadies einfach jetzt hier machen, dass wir jetzt einfach kein Blut vergießen? Das wäre echt toll.
Vor allem, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich hungern muss, wenn ich auf Fleisch verzichte. Und was sich noch verstärkt ist, wir brauchen so viel Wasser, so viele Ländereien, um Pflanzen zu pflanzen, um die unseren Nutztieren zu geben. Und dabei gibt es Ländereien oder Orte auf dieser Welt, wo Menschen wirklich Hunger haben. Es ist einfach alles verkehrt. Und wenn wir es noch von der Sicht des Klimawandels anschauen, dann sehen wir ja, dass ein ganz großer Treibhausgaseffekt ist die Tierhaltung, unsere Nutztierhaltung. Und zwar in Zahlen ist es so, dass 14,5% der Treibhausgasemissionen auf unserem Planeten aus der Tierproduktion stammen. Das heißt, wir könnten jetzt alle von heute auf morgen einfach aufhören, Tiere zu essen, und es hätte so einen immensen Impact auf unseren Klimawandel, einen positiven Impact. Ja, für die Produktion von Fleisch und Milch wird so viel mehr Energie aufgewendet als für die Produktion von Pflanzen. Dazu kommt, dass Tiere ja auch scheißen, was Pflanzen nicht machen, und wir da auch einfach eine Verpestung unserer Böden und unserem Trinkwasser haben. Ja, und abgesehen davon kommt dann auch noch der gesundheitliche Aspekt dazu. Wenn es also einfach okay wäre für den Mensch, so viel Fleisch zu essen, warum erkranken denn immer mehr Menschen an nicht übertragbaren Krankheiten, an Krankheiten, die ausgelöst werden vom Lebens- und Ernährungsstil? In der Schweiz alleine sind es gemäß dem Bundesamt für Gesundheit 2,2 Millionen Menschen, die momentan an nicht übertragbaren Krankheiten erkrankt sind. Auf der Website steht sogar, dass anhand einer gesunden Ernährung diese Krankheiten verhindert werden können. Forscher weltweit untersuchen den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von tierischen Produkten und unseren modernen Zivilisationserkrankungen. Ich empfehle sehr gerne das Buch Klartext Ernährung von Dr. Petra Bracht und Klaus Letzmann, wie aber auch die Bücher von Dr. Michael Greger und viele andere, wo einfach dieser Zusammenhang zwischen dem Verzehr der tierischen Produkte und unserer modernen Zivilisationserkrankungen, Krankheiten sehr schön dargelegt werden. Argumente gegen den Verzehr von tierischen Produkten sind das Wohl der Tiere, das Wohl der Umwelt und das Wohl unserer Gesundheit. Ich habe angefangen, mir zu überlegen, dass für die Sachen, wo ich Verantwortung tragen kann, dass ich nach dem Ausschlusskriterium handle. Hat es mit der Liebe zu tun? Ist es irgendwas, was lebensbejahend ist, was aufbauend ist? Und dieses Kriterium hilft mir sehr gut in der Wahl meiner Nahrungsmittel. Hier frage ich mich nämlich, kann ich es verantworten, die Massentierhaltung zu unterstützen? Kann ich es verantworten, dass im Amazonas Regenwälder gefällt werden? Kann ich es verantworten, dass in Teilen auf unserer Welt Hunger herrscht und ich aber es zulasse, dass Wasser und Land für die Futterproduktion eines Stück Fleisches aufgewendet wird? Und natürlich eine sehr interessante Frage. Könnte ich wirklich in die großen braunen Augen einer Kuh schauen und es töten und nachher essen? Wenn ich wirklich an die Liebe und die Fürsorge für unseren Planeten glaube, kann ich dann wirklich akzeptieren, dass unsere Böden mit Pestiziden versprüht werden, dass unsere Böden ertrinken im Dünger unserer Nutztiere, dass unsere Luft belastet ist, dass unsere Seen und Flüsse vergiftet sind und das Artensterben bereits im vollen Gange ist? Bewusst leben bedeutet, wach zu sein. Unser Konsum ist unser Stimmzettel. Lasst uns für etwas sein und nicht gegen etwas. Lasst uns für die Tiere sein. Lasst uns für die Pflanzen sein. Lasst uns für frische Luft sein. Lasst uns für Diversität sein. Lasst uns für alle Bevölkerungsgruppen und für alle Länder sein. Lasst uns für unsere Erde sein, denn sie ist unser kostbarstes Gut. Schreibe gerne in die Kommentare, was dich ermutigt, für unsere Erde zu sein. Bis zum nächsten Video. Ciao!